So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir haben in der letzten Folge, die ein oder andere Information mit eingesammelt und haben herausgefunden, dass der gute Mr. Dunes die Mrs. White finanziell unterstützt hat und wollte ihr Arbeitsverhältnis beenden, als er anscheinend die Informationen von ihr erhalten hat, dass sie auf eigenem Bein steht. Also weshalb, warum ich das Arbeitsverhältnis kündige, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und wir müssen erst einmal in unserem Archiv führen und dann müssen wir mit dem guten Toby zurück nach Q's Garden. 89. Skandal bei der Göttlichen Gesellschaft. Die Göttliche Gesellschaft eingetragen in 48 No Street, Collett Road. Eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Gottkönigs Trevan, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offiziell Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar den Naturschutz auf die Fahne geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Und wir gehen erstmal dorthin und dann werden wir mit dem Toby zurück in die Gärten gehen. Der arme Kutscher, ne? Der muss sich doch eine goldene Nase verdienen. Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Das sieht wirklich wunderschön aus. Halt richtig japanisch. Oder chinesisch? Oder koreanisch? Nee, das müsste, glaube ich, chinesisch sein anhand der Schriftzeichen. Guru. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Umsehen. Nee, erstmal Charakteranalyse. Tätowierung. Da war bestimmt mal hier Schwerstkrimineller. Schwielen an den Fingern. Handverletzung, Säureverbrennung, Chemieerfahrung. Umsehen. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes.
Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Trevan. Trevan. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Gut, ihre Töpfe. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Well, we will leave you to your meditation. Na gut, ich sage mal so, wenn die so friedlich sind, dann kann der ja eigentlich niemanden töten. So, wo haben wir den rohen Saft? Oh, da. Topfscherbe. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Decke. The Kew Gardens symbol. Na, die haben ja wahrscheinlich nur geklaut, ne? Aber das heißt ja nicht, dass sie ihn auch getötet haben. Wo sind jetzt schon wieder Watson? Watson, da oben, er meditiert. Ja, wir nutzen einfach mal einen Schlüssel. Ah, ich lasse mal Watson bei dem Guru. Ich hatte auch gerade inneren Frieden gefunden, da will ich ihn nicht stören. Drogentisch, ja, Drogen vor allen That should Dingen. be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Das ist Schnee. Oder? Hat er das gegessen? It is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Hat er jetzt gerade Kokain gekaut? Ist das überhaupt möglich, Kokain zu kauen? Das raucht man doch, oder? Nee. Nee, das stupft man doch, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich zum Glück damit nicht aus. Rewan. Boah, das sieht schon echt fancy This aus. must be Trewan, the Divine Syndicate's god. Ja, mal, Schloss. This door is locked, but I can try to open it. Ja, das fällt bestimmt gar nicht auf, ne? Ach Gott, das... So, nee. So. Oh nein, warum hängt denn das jetzt zusammen? So. So. Ding. Ja, das sieht gut aus. Perfektomio. Ja, tada!
muss halt einfach nur den Anfang finden, ne? Mit dem reden. You Adept. came to make a donation? Natürlich. Glory to Die wollen Tree. einfach nur mein Geld. Wohltäter. The list of plant friends and benefactors. Lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Was? Lieutenant Colonel. Das ist nicht Lieutenant Colonel, das sind doch zwei verschiedene Ränge. These Opiumtablette. instruments are used for smoking opium. Chemikalienschrank. Alkohol. Chemikalien, Flaschen This untersuchen. cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Gegenkämpfe von Interesse. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Opiumkugeln. Ist Opium A eine vast Frucht? amount of opium. Ist Opium eine Frucht? Warte mal, das muss ich jetzt googeln. Opium? Frucht? Opium kommt von, auch Mondsaft genannt, ist der durch Anritzen gewonnene getrocknete Milchsaft unreiner Samenkaspeln des zu den Mondgewächsen gehörenden Schlafmonds. Lol. Ja, man lernt hier nie aus, ne? Erfragen. Okay. Können wir noch nichts machen? Da fehlt uns noch eine Sache. Ach, Watson. Ja, der hat wirklich einen inneren Frieden gefunden. Käfig? A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Okay. Sind die alle in Käfigen, damit die jetzt nicht geklaut werden? Raupen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Warum sollen wir jetzt... Watson? Verstehen Sie das, was ich in meinem Kopf gerade für Gedankengänge habe? Sieht voll schön aus. Adenium Bonsai. Tropical plant. Nothing of interest. Das sieht ja schön aus, können wir A mitnehmen. tropical plant. Nothing of interest. Ja, für dich. Aber ich wäre froh, wenn meine Fleischfresse plötzlich zu groß werden würde. Die gehen immer ein. Nach ein paar Monaten. A tropical plant. Nothing. A tropical plant. Nothing interesting. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ja, pack mal einfach mal so einen Beutel rein, ne? Fällt bestimmt nicht auf. Quetschen wir dir einfach mal ein bisschen. Das geht schon. Das geht schon, Watson, ne? Fällt bestimmt nicht auf. Fällt überhaupt nicht auf. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, das müsste chinesische Schriftzeichen sein. Chinesisch, also wer sich, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie sich die chinesische Sprache oder die Schrift entwickelt hat, aber wer kam auf die Idee, diese Schriftzeichen so kompliziert zu machen? Ich meine, die sind doch relativ einfach, ne? Aber es gibt ja wirklich, sehen wir hier irgendwas, die richtig piepsig sind, ne? Die haben schon Millionen von Schwingungen, Kurven und irgendwelchen Strichen. Und dann hast du halt noch innen drin so 5 ganz kleine Striche, wo ich mir denke, Alter, wer merkt sich denn sowas? Also außer halt natürlich die Chinesen, die das von Anfang an lernen. Da kam auf die Idee, das so kompliziert zu machen. Ich verstehe das nicht. Koreanisch, ganz einfach. Japanisch auch ganz einfach, wenn man die einfachen Schriftzeichen hat. Die haben ja teilweise auch solche, in Anführungszeichen, komplizierten oder komplexeren Schriftzeichen. Was mich ja auch richtig am Japanischen triggert, ist, du hast
Zweig, ganz einfach, wo du nur so 3 Striche hast und dann einfach mittendrin so eine halbe Zeichnung und dann hast du wieder nur 4 von den normalen Strichen. Das sieht, mein Monk sagt da nein. Der sagt ganz laut nein. Können wir mit dem reden? Ja. Kennen Sie Kews Garten? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Kews Garten Symbol. Markierte Blumenstücke. Nee. Aber ich meinte, ja, wählen Sie die richtige Antwort aus. Ja. None. Not worthy there. Das Symbol. Symbol Vertrauen. Nee. Hä? Ja, ich will ja. Do you... None. Not worthy there. Markierte Blumentöpfe? Auch nicht. Hä? Aber die hat... None. Not worthy there. Das, Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower das wollte ich die pots ganze in your Zeit yard. auswählen. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Ja, Yes, fast. that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green-fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Hat gestohlen. Tödliche Pflanzen gestohlen. Sekte stahl alles. Die göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen. Sie könnten sich eingesetzt haben, um Montague Dune zu ermorden. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Aufstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. So. Und dann gehen wir jetzt in die Baker Street zurück und holen den guten Toby. Und werden dann mit dem guten Toby in die Kews Garden gehen. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir erschnüffeln müssen. Na, das ist was mit den Chemikalien. Toby! Ich nehme sie nie wieder mit Watson. Nie wieder. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Toby! Schmusi! Ja, und jetzt sitzt er wieder bei uns in der Kutsche mit drin. Oh, diese Schlappen sind so niedlich, ne? Du kleine süße Buschel. Was ist ein kleiner süßer Buschel? So, jetzt geht's los. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Hätte ja wenigstens bitte sagen können, ne? Auch wenn ich nur ein Hund bin. Das heißt, bin ich mal gespannt, wohin uns die Fährte führt. Versteck.
Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. So. Flasche. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Die Raupen. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Hast du sehr gut gemacht, Toby. So, können wir mit dem jetzt mal sprechen? Büste. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know, but it has always been there. Bruchstück einer Büste. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Warum hat eigentlich das ein Tobi? Tobi? Da bist du ja, da bist du ja. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ich glaube, wenn ich einen Hund habe, ich werde ihn so spoilen, ne? Ich werde ihn so verwöhnen. Der wird der kugelrund bei mir sein. Obwohl ich es eigentlich nicht möchte, dass er dann zulegt, weil es ja auch ungesund für den Hund ist. Aber ich glaube, die sind so niedlich. Da würde ich sagen, du willst ein Stückchen Fleisch haben, obwohl du schon 2 Kilo Fleisch gegessen hast. Hier, nimm noch. So wäre ich wahrscheinlich dann. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ja, nicht gleich anfangen zu heulen, mein Freund. Dann macht wieder den Moonwalk-Botzen. So. Wir müssen analysieren. Ja, da gehen wir natürlich sehr gerne hin. Wo war denn jetzt die Baker Street hier? Das hast du fein gemacht, Tobi. Ganz großartig. Oh Gott, nee, Watson, das kann ich mir nicht angucken bei euch, bei Ihnen. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid. Also ich jetzt einfach wieder so reingeschüttet. Bei mir gäbe es gar keine Pipette. Das ist einfach alles so reinschütten. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Es blubbert. Und? Gefriert? Nee, es gefriert nicht. Es keine Ahnung. Small colorless crystals. Kristalle. Colorless, tiny crystals that are soluble in Ja, water. bestimmt Kokain, With a Opium, floral oder? smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a Ach so.
red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ist ja die Frage, wer? Verdächtige Zutaten? Vergiftung? Führen Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Oh nein, nicht die armen Raupen. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Gott, das ist ja richtig According gemein. to the deadly... Aber. My Hä? Wo muss ich denn da jetzt hin? Wo muss ich denn da hier? Das zurück zur göttlichen Gesellschaft. Ah, das, ja, oder? Hat auf jeden Fall noch ein Gegenstand gefehlt. Also ich denke mal, dass wir jetzt hier rein müssen. Ah, This stimmt. substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Okay. Aber ich muss sagen, die waren ja wirklich kreativ, was die Ladesequenz anbelangt, ne? Kann man nicht anders sagen. Jetzt bin ich mal... I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ach so. Aber nicht alle auf einmal. Okay. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Ach so. Gott, die arme Raupe. This plant seems... Und die hier? Ach, auch die hier. Ah. Genau, This dieses plant daneben. becomes inactive after being drenched with alcohol. This plant becomes inactive after being drenched with alcohol. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to... Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Jemand wusste auf jeden Fall, welche Kettenreaktion diese Pflanzen haben. Tödliche Präzision, verschwundene tödliche Pflanzen. Die Göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen in Kews Garten, um mit ihnen Montague Dune zu einem späten Zeitpunkt zu ermorden.
Jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die Göttliche Gesellschaft dies nicht tun. Mal gucken. Aber ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge an dieser Stelle weitermachen. Da werden wir unsere Ermittlungen in Kews Garten fortsetzen und die Verdächtigen noch einmal befragen. Und dann werden wir schauen, wohin uns die Ermittlungen führen werden. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.